Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein One-Pot-Pasta-Gericht von mir für eine cremige Pumpkin Mac and Cheese. Die Pasta ist schön würzig, super cremig und einfach perfekt für den Herbst. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst den Zwiebel schälen und ganz fein hacken. Dann auch die Knoblauchzehen schälen und erst zur Seite lassen. Den Knoblauch werde ich erst später direkt in die Pfanne reiben. Dann auch das Gemüsebrühe vorbereiten und auch erst zur Seite lassen. Jetzt das letzte, was wir noch vorbereiten müssen, den Cheddar-Käse reiben. Und dann werde ich erst den Bacon knusprig anbraten. Einfach auf der mittleren Hitze von beiden Seiten schön braun und knusprig braten, dann den Bacon kurz abtropfen lassen und auf einen Teller mit Küchenpapier legen. Das Küchenpapier wird den Extrafett noch etwas absaugen. Dann den Zwiebel in die Pfanne geben und wenn nötig etwas Olivenöl dazugeben. Dann den frischen Thymian dazugeben, Knoblauch dazu rein und etwa 2 bis 3 Minuten braten lassen. Dann das Kürbispüree dazugeben mit Salz, Pfeffer, getrockneter Knoblauch, getrocknete Zwiebel und Pumpkin Pie Spice Gewürz würzen. Die Gemüsebrühe dazu gießen, wieder schön vermischen, die Nudeln dazu geben, die Nudeln schön mit der Flüssigkeit bedecken und etwa 10 bis 15 Minuten auf niedriger Stufe köcheln lassen. An dieser Stelle sollten die Nudeln schon fast gar sein. Jetzt noch den Thymian aus der Pfanne holen, etwas Sahne dazugeben, alles gut vermischen und noch 5 Minuten bedeckt köcheln lassen. Danach von Herd nehmen und der Pasta sollte so aussehen, es sollte nicht viel Flüssigkeit in der Pfanne sein. Dann noch Cheddar dazugeben, wieder kurz vermischen, bedecken und etwa 5 Minuten bedeckt stehen lassen, bis der Cheddar-Käse auch schön geschmolzen ist. Den Bacon ganz fein hacken und die cremige Pasta direkt warm mit dem knusprigen Bacon servieren. Lass es dir schmecken! Ich hoffe, dir hat mein Pumpkin Mac and Cheese Rezept gefallen. Wie Amerikaner sagen, Comfort Food und so finde ich auch, es ist pures Komfortessen. Perfekt für den Herbst, wenn es so kalt und regnerisch ist. Und ich finde, die Farbe macht auch gute Laune. Wenn du auf der Suche für mehr Inspiration für Herbstrezepte bist, dann werde ich noch mehr Rezepte für dich hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.